Eins von den wichtigen Themen, wo wir als buddhistische Praktizierende leicht mal in Zweifel kommen und straucheln, ist die Frage, gibt es Karma? Karma ist ja in aller Munde, wird ja auch in den verschiedenen hinduistischen Strömungen benutzt, ist ein zentrales Element der buddhistischen Lehre. Und wenn ich das mal übersetze, Karma bedeutet wirken, wirken, handeln, tun. Und was dem Buddha ein Anliegen war, das war darauf hinzuweisen, dass so wie wir jetzt sind, dass das die Auswirkung ist, also dass es gewirkt ist durch die Art und Weise, wie wir früher unterwegs waren. In diesem Leben oder in früheren Leben. Und dass all dieses Gewirkte, diese Kräfte jetzt bestimmen, wie ich denke, wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt erlebe. Und dass so wie ich jetzt handle, so wie ich jetzt denke, so wie ich jetzt spreche, dass dieses Wirkungen hat, also als Ursache wirkt und die Zukunft gestaltet. Also dass es tatsächlich Auswirkungen aus der Vergangenheit gibt, die das jetzige Erleben gestalten und dass wir durch unser jetziges Zusätzliches gestalten, dass wir die Zukunft prägen. Und das nennt man so herkömmlich dann einfach die Lehre von Ursache und Wirkung. Und die Frage, ob es Ursache und Wirkung gibt, die stellt sich eigentlich gar nicht. Ich glaube, das sieht jeder. Je nachdem, was ich jetzt sage, wird eine andere Wirkung erzeugt. Ursache und Wirkung. Je nachdem, wie dieser Stuhl gebaut ist, wenn er schlecht gebaut ist, wird er irgendwann zusammenkrachen. Wenn er stabil genug gebaut ist, hält er mich aus. Ursache und Wirkung. Ja, also überall. Wir haben überall solche Ursache- und Wirkungsbeziehungen. Also die ganze Welt ist so ein Wechselspiel von verschiedenen Kräften, die alles andere dann weiter gestalten. Und diese Wirkkräfte, die sind ständig aktiv. Sie bewirken, wie ich jetzt die Situation wahrnehme. Mit Vertrauen, mit Unsicherheit, mit Interesse, wenn ich eine Unruhe spüre, all das sind Auswirkungen. Und wie ich darauf eingehe, auf das, was ich jetzt so spüre, das sind die neu gesetzten Impulse. Ich habe übrigens einmal einen längeren Text geschrieben von über 100 Seiten, der heißt das Karma-Lesebuch. Also wer sich interessiert, wirklich genau zu verstehen, was es mit dem Karma auf sich hat, der kann diesen Text in unserer Mediathek finden. Aber, Klammer zu, eigentlich geht es darum, Ursache und Wirkung die ganze Zeit im Blick zu haben. Wenn ich mit der Geisteshaltung in diese Begegnung gehe, also mit einer wohlwollenden Haltung, passiert etwas anderes, als wenn ich mit einer kritisch vorsichtigen Haltung in das Gespräch gehe. Ursache und Wirkung, wie die Geisteshaltung dann zu einer bestimmten Form von Wahrnehmung, von Sprechen, von Handeln führt und tatsächlich Auswirkungen hat. Und deswegen kann ich nicht verstehen, wenn es hier und da mal buddhistische Praktizierende gibt, die sagen, man könne den buddhistischen Weg auch ohne ein Verständnis von Karma gehen. Diese Aussage trifft auf keinen Fall zu,
weil Ursache und Wirkung sind das, was unser tägliches Leben bestimmt. Jetzt ist die Sache nur so, dass der Buddha den Beobachtungsspielraum sehr viel weiter gesetzt hat, als was wir so mit unseren normalen Antennen mitbekommen. Unsere heutige Wissenschaft, Psychologie, Soziologie und so weiter, das sind alles Wissenschaften vom Karma. Wie bestimmte Wechselwirkungen, zum Beispiel in der frühen Kindheit, also angefangen gerade noch mit der Empfängnis, vorgeburtliche Zeit, aber spätestens mit der Geburt, wie alles, was da gewirkt hat und zu Reaktionen beim Säugling geführt hat, beim Kleinkind, wie das ganze Leben weiterwirkt und das Leben gestaltet und bis in die Zeit vor dem Tod hineinwirkt. Das ist der Beobachtungszeitraum. Wir können sagen, von der Geburt bis zum Tod, den unsere normale Wissenschaft sich zugute macht. Die soziologischen, politischen Einflüsse sind dann einfach systemischere Betrachtungen, aber auch Ursache und Wirkung. Und das Besondere an der buddhistischen Lehre, an den Aussagen der buddhistischen Meistern ist, dass sie diesen Raum erweitern und sagen, vor der Empfängnis, da war auch schon was, und nachdem der Geistesstrom diesen Körper verlässt, da ist auch noch was. Und dass das Kind, also der Embryo mit seiner DNA, keineswegs ein unbeschriebenes weißes Blatt ist, sondern durch früher Gewirktes in diesem Geistesstrom beeinflusst wird, wodurch es dazu kommt, dass Kinder, die unter fast identischen Bedingungen aufwachsen, durchaus unterschiedlich sind. Selbst Zwillinge und so kann man sehr schön nachvollziehen, dass die unterschiedlich sind. Und es bedeutet auch, dass alles, was wir im Laufe des Lebens so bewirken, was für Wirkungen wir setzen, dass das Auswirkungen hat darauf, wie wir sterben und wie wir nach dem Tod, also nach dem Verlassen dieses Körpers, wie die dann auftretenden Erfahrungen wahrgenommen werden und wie sich das weitergestaltet. Und da muss man sagen, ja, mir fehlt im Moment die Klarsicht, um frühere Leben von mir und anderen zu sehen und um zu sehen, wie Lebewesen weitergehen. Es gibt aber offenbar genug Praktizierende verschiedenster Traditionen, nicht nur buddhistischer Traditionen, die andere Daseinsbereiche wahrnehmen können und die zum Beispiel sehen können, wo Verstorbene weitergehen, bis sie sich dann verlieren in Daseinsbereichen, die so weit weg sind von unserer Wahrnehmung, dass es extrem schwer wird. Und tatsächlich war ich in der Situation, mit einem Lehrer zusammenzuleben, mit Gengen Rinpoche, der auch auf dem Bild dort zu sehen ist. Und für Gengen Rinpoche war es tatsächlich möglich, ganz detailliert uns zu beschreiben, was mit Menschen aus unserem Umfeld, die starben, welchen Weg sie nach ihrem Tod genommen haben. In den ersten Wochen nach dem Verlassen dieses Körpers ist das relativ leicht möglich und er hatte auch Kontakt mit anderen Wesen aus anderen Daseinsbereichen, die ihm eine völlige Gewissheit darüber gaben. Und er war überhaupt nicht jemand, der sich aufspielen wollte als besonders hellsichtig oder irgendwelche CDs oder so, sondern es ging ihm nur darum, uns zu zeigen, wie wir respektvoll mit diesen Lebewesen umgehen können und wie wir das auch selbst nutzbringend für unsere Praxis einsetzen können.
dass wir nicht so naiv unterwegs sind und denken, ja, wir kommen völlig offen und wie ein leeres weißes Blatt in diese Welt und alles, was uns dann passiert ist, ist verantwortlich dafür, wie wir uns jetzt fühlen, aber wenn dieser Geistesstrom, also wenn das Leben in diesem Körper zu Ende ist, dann ist alles vorbei. Nein, nein, nein. Vorher gewirkt und auch noch weitergehende Nachwirkungen. Und das ist so ein wesentlicher Element der buddhistischen Lehre, dass wir aufmerksam gemacht werden, selbst wenn ihr das jetzt noch nicht nachvollziehen könnt, verhaltet euch doch mal so, als ob, so, als würde es weitergehen. Denn es wird behauptet, es würde weitergehen. Jetzt brauchen wir nicht daran zu glauben. Wir können Karma jetzt schon beobachten. Wir können sehen, wie Menschen unterschiedlich sind, wie Geschwister, die unter fast identischen Bedingungen aufgewachsen sind, wie sie sehr unterschiedliche Interessen und Ausrichtungen haben, wie sie die Welt unterschiedlich wahrnehmen. Und. Wir beginnen, die Unterschiede zwischen Menschen zu verstehen, aufgrund der Art und Weise, wie sie denken, wie sie reden, wie sie handeln. Und wir merken, dass diese unterschiedliche Ausrichtung verstärkend wirkt. Im Laufe eines Lebens tatsächlich schon die Früchte zeigt. Und jetzt ist es, was das weitergehende Karma angeht, eigentlich nur noch eine Frage der Intelligenz, würde ich sagen. So eine Haltung einzunehmen und zu sagen, okay, es gibt keinen überzeugenden Grund, warum dieses Phänomen des Erlebens abrupt aufhören sollte, bloß weil dieses Erleben nicht mehr in dem Körper stattfindet. Also wenn der Geistesstrom aus dem Körper austritt. Und so halten wir das Türchen offen, vielleicht geht es da ja doch noch weiter. Und es gibt genug Erfahrungen, Out-of-Body-Experiences, also Erfahrungen außerhalb des Körpers, die Einzelne von uns schon gemacht haben und uns zu einem Gefühl, ein sicheres Gefühl geben, dass der Geist auch ohne Körper funktionieren kann. Es gibt auch schon Doktorarbeiten darüber. Es gibt Forschungen zum Thema Wiedergeburt. Und wir lassen ebenfalls das Türchen offen. Ja, vielleicht gab es diesen Geistesstrom ja schon in verschiedenen Ausprägungen vorher, auch wenn ich das nicht war. Das ist nicht ein neues Ich und das ist nicht ein späteres Ich, sondern das sind Prägungen in einem Feld, in einem Geistesstrom, die stattfinden und wo eine gewisse Kontinuität da ist. Und wer jetzt geschickt ist, der wird sich sagen, okay, ich sehe ja, wie es jetzt wirkt. Mit einer heilsamen Geisteshaltung gibt es heilsame Auswirkungen, also gibt es positive Auswirkungen. Ich werde also alles dran tun, mit meiner Geisteshaltung, mit meinem Denken, mit meinem Reden und physischen Handeln, solche Impulse zu setzen, dass das Karma, also die Auswirkung, die sich daraus ergibt, tatsächlich auch in meinem Sinne ist. Und das ist eigentlich alles. Das ist Karma. Und es gibt natürlich sehr viele Differenzierungen dazu, wie was wirkt. Das kann man studieren, das kann man nachlesen, was da so die alten Meister gesagt haben. Aber eigentlich ist Karma einfach nur das Beobachten von Zusammenhängen. Und nicht zu meinen, ich könne mich aufführen, wie ich wolle, und es hätte keine Auswirkungen. Tatsächlich hat alles Auswirkungen. Alles hat Auswirkungen in dieser dynamischen Welt. Das heißt aber nicht, dass diese Wirkungen Substanz haben. Sie sind auch dynamisch. Karma ist dynamisch. Karma ist nicht ein Etwas, ein Ding,
was ein anderes Ding erzeugt, sondern es sind wirkende Kräfte, die immer im Jetzt wirken, die weiterwirken. Und wir kennen ja, wie Kräfte in unserem Unterbewusstsein wirken. Und diese weiterwirkenden Kräfte, das ist die Summe von unserem Karma. Das heißt, jetzt gerade, während ich spreche, ist mein gesamtes Karma potenziell präsent und einzelne dieser Kräfte dominieren gerade und bewirken, wie sich die nächste Minute gestaltet. Und so geht der Fluss des karmischen Gestaltens immer weiter und kann tatsächlich von uns ganz gezielt genutzt werden, um gute, positive Früchte für uns selbst und für andere zu ermöglichen. Und abschließend möchte ich noch sagen, dass Karma nicht nur das ist, was mit mir zusammenhängt, sondern dass sich diese karmischen Gestaltungskräfte, die in mir zum Tragen kommen, natürlich immer im Austausch mit der Umwelt manifestieren. Das heißt, die Kräfte, die in anderen wirksam sind, die in den Menschen, die ich begegne, die interagieren natürlich mit dem, was bei mir los ist. Und das führt zu der spezifischen Situation, die ich dann erlebe. Also es ist nicht ein Karma unabhängig von äußeren Gegebenheiten und anderen Einflüssen, sondern Karma ist dynamisch und findet ebenfalls immer in Wechselwirkung mit anderen Bedingungen seinen Ausdruck. Und Karma so in Reinform zu erleben, das ist, wenn wir still werden in der Meditation und gar nichts tun, ganz offen werden und merken, dass, obwohl wir ganz offen und still sind, dass Impulse in uns aufsteigen, dass Stimmungen durch unseren Geist ziehen, dass wir sogar ärgerlich werden können ohne Grund, dass wir und so. Und das sind diese Empfindungen, die da auftauchen. Das ist die Manifestation von früher Gewirktem. Das ist nicht gerade erst jetzt entstanden. Und wie wir dann damit umgehen, das ist entscheidend dafür, ob sich dieses Karma auflöst oder ob wir neues Karma gestalten oder ob wir gar sogar das alte Karma verstärken. Das alles ist eigentlich hochinteressant, sehr spannend. Es ist eine Psychologie von Ursache und Wirkung. Eine Psychologie des Handelns, des Wirkens mit Körper, Rede und Geist. Von daher wünsche ich euch ja einfach sehr, wie soll man sagen, sehr erhellende Momente auf eurem eigenen Forschungsweg, wenn ihr euer eigenes Karma erforscht und gestaltet.